Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Divinity Origin Ascendant Edition. Oh ja. Wir gehen jetzt... weiß gar nicht, gehen wir jetzt da zuerst? Doch, wir müssen da ja sowieso... ich wollte ja sowieso dahin. Ja, schön, dass es so draußen laut ist. Wir gehen jetzt zu diesem einen Typen, der ins Size hier noch eine Quest geben will. Nämlich der oben hier, der Ecklanders. Da wollte ich ja letztes Mal hin, dann war die Aufnahmesession vorbei. Und dann wollen wir hier oben so ein bisschen noch was gucken. Bis wir dann Level 5 sind und dann könnten wir ja mal gucken, ob wir dann nicht vielleicht eins von diesen beiden Bereichen schon mal ein bisschen erkundschaften. Nee. Denn so langsam... also ich meine, wir wissen ja, was wir jetzt machen müssen, aber ich weiß nicht, ob ich schon noch zu schwach bin dafür. Das weiß ich gar nicht. Weil wir könnten natürlich in die Höhle, wo die eine da hingelaufen ist, die Esmeralda, Eva Maria, genau. Können wir natürlich hin und dann sagen, ha, wir attackieren die. Problematisch ist nur, beziehungsweise stellen sie, ob wir die angreifen, ne, das wissen wir ja nicht, ne, aber natürlich, ich meine, wir greifen die da an, das ist, ne, aber trotzdem, eigentlich weiß man das ja noch nicht. Punkt ist nur, sind wir noch so schwach dafür oder nicht? Und ich würde ja gerne mindestens noch ein Level steigen. Dann könnte man da vielleicht mal oben lang und dann vielleicht auch mal nachgucken. Da ist ein Keller. Oh, warte, dann nehme ich die gleich wieder ganz auf. Will ich natürlich nicht. Ah, können wir nicht knacken. Ansonsten ist hier nicht wirklich was. Außer leere Flaschen. So, der Typ ist oben. Burger. Ich muss aber mein Ding jetzt hier wieder umstellen. So. Leibwache. Wo ist denn der Typ? Soon the last will be beaten. Da. Beaten like the anvil of Grog, the torturer. All hail, Grog! All hail his hot-steeled instruments. Ah, you have come. Yes, that is most satisfactory. Begone, brittle mask of age. Hear me now repeat the words of Brittletooth, the child snatcher of Carador. Come, play with me, for I'm hungry. Come, play. Play! Das ist ja sehr creepy, aber bevor wir das machen, guck mal, ein bisschen Gold. Wir haben die ganze Zeit hier so eigentlich geile Sachen. Oder nein. Glasrubin könnten wir verkaufen. Problematisch ist nur, er hat 62 Gold, das heißt also so wirklich geil ist das nicht. 35. Wie von der mittleren. Aber den behalten wir nochmal. Zack. Ja, machen wir das mal so. Gib mir dein Gold. Und los. Erzähl mir mehr über euch. My name is Eglandir Twilsalanar, elf of the House of Gandavum, the slaughtered House of Gandavum.
But by the twin blades of the Shadow Vixen, I shall have my revenge. The walls of memory are stained with blood, and I would see them bloodier still. Was die Unterstützung angeht, um die ihr mich gebeten hattet. The game, yes! A game of blood and brutality, of death and dexterity. Fun as herring the horror harlequin. But, like the serpentine stalker hisses before the stab, hush now, darkness, darling, hush, hush, and listen to my tale. The elves of Gandavum, they lived in peace, oh yes, but one night, when the moon had hid her face, the orcs of the tribe of Kazuldagar beset our city. They cooked and ate and burned every last one of us. The light of dawn never saw an elf of Gandavum no more. All undone, every last one of us, except for me, the midnight rambler, away from the city. I was very old back then already, though indeed I whisper of many years hence. But death shall not find me. Oh no, not until every beast of Kazuldagar has been bled. I may be frail, a withered grey, but the wealth of kings is mine. Countless assassins have ministered to the vengeance that is my want, and now is almost over. By Kala, Lady of the Last Gaze, I swear it is almost done. Only the very last one of the Kazuldagar still eludes me. The crowning kill that would seal its fate and mine alike. I have tracked her down by the curse of the spine spear I have. She does not know her ill-shapen sun is setting fast. Color the dusk red, O sword of youth. Bloody the day with the bramble sap that runs through the veins of Victoria. Bring me the amulet that clings to her flesh, soon to fade. And yours shall be the bounty of vindication. Das ist Mine natürlich... shall be its sanguine satisfaction after long, long last. So. Das ist natürlich sehr kacke, denn die Victoria, die Elfin, die Orkin Victoria ist die oben beim Bürgermeister in der Bibliothek ist. Das ist kacke, weil wir dadurch ja nicht nur Victoria verärgern, wenn wir das vielleicht machen, sondern gleichzeitig auch noch den Bürgermeister. Das ist, ja, muss man mal gucken, ne? Mein Ziel ist also Victoria, ein weiblicher Ork. Yes, Victoria. She is the one whose heart must be held in hand. The heart around which the fingers of that hand must clench and tighten until its choking flesh bulges with blood and its beat slowly breaks. The orcs of Kazuldagar, they knew my name. Oh yes, by the bite of the roving rattler, they knew my design. And so they sought to save their last, an infant, she who was to be queen. To no avail, oh no. Years, how many I know not. Years I searched, and now she has been found. Her name is that of a woman, her employment that of a civilized being. But by the fork of Barbara Man-Eater, she is nothing but an orc, a cyst of nature, one of a misbegotten litter dragged into life from the tumoured womb of a filthy, coarse-haired beast that was humped like a dog in the darkness of a stinking hollow. Victoria, librarian, daughter, adopted child of Cecil, Mayor of Sicile.
There is bloodlust in you. I can feel it. Let it out. Set it free. Undo the last of the Kazuldagar. By the breasts of Sishara Goatsuckler, give me my revenge! Einerseits ist der ein bisschen creepy, der Typ, aber er hat zumindest eine plausible Geschichte, die ist, weiß ich nicht, ich werde mal gucken, ob ich das Amulett vielleicht einfach so bekomme. Ich bin nochmal weg. Ich rede erstmal mit That was quite the radical change we witnessed. I never would have thought that the benign old man we met outside would turn out to be a vengeance-driven aficionado of assassins. Ja, Mann, der du haben so einmal. Das ist natürlich richtig. Der Typ ist genauso barbarisch wie diese Orks und kann die etwas dafür, wenn sie damals ein Baby war. Death comes a creeping for you, Victoria! Ich glaube, der Kummer hat ihn in den Wahnsinn getrieben, aber ich verstehe, dass er jedes einzelne... Ja, ich glaube, ich nehme das. He has been driven to madness by grief, I think. But I understand his urge to see every last one of that orc tribe dead. As do I. His life's quest is bloody, but justified. Wir machen das mal so. Elfisch-orkische Blutspferde. Tag 2, 8:01 Uhr. Wir trafen auf einen alten... Achso, das hatten wir ja schon. Wir haben jetzt Tag 3, 7:38 Uhr. Eglander möchte, dass wir Victoria umbringen. Achso, wir sollen sie gleich sogar umbringen. Okay. Die Teil des Orkstamms ist, der seine Familie ermordet hat. Wir sollten ihm als Beweis für ihren Tod ihr Amulett bringen, mit dem er seine bereits eindrucksvolle Sammlung ergänzen will. Wir könnten ja... Wir könnten ja einfach Victoria fragen, ob sie ihr Amulett uns geben will, und sie dann abhaut und wir einfach sagen, alles klar, wir haben das Amulett, wir haben sie umgebracht, aber sie eigentlich lebt. Das könnten wir doch auch nicht machen. Wird sie wahrscheinlich nie machen. Aber vielleicht können wir das auch ein bisschen umdrehen, weil ich will sie nicht unbedingt umbringen. Wenn ich es muss, dann mache ich das okay, aber eigentlich könnte man das doch auch umdrehen und sagen so, ja, hier, ich habe diese und die Aufgabe von dem und dem Typen bekommen. Und dann vielleicht, ne? Kann ja sein. Friend. Sprechen wir über Eglander, den Elfen. Oh, do pardon my language, my friend, but that is quite the startling revelation. So much sadness, so much anguish. Eglandir's tale is heartrending, though it seems that in the pursuit of retribution, he has himself become as great a ghoul as those that wronged him. Does he not see that I am now the one who is to be wronged? Why, oh why must he make me, of all gentle-minded and life-loving creatures, why must he make me the target of his imperishable hate? Whom have I ever harmed? I live for books, not brutality. So, let us approach the situation with reason and ask ourselves, where do we go from here? Though, first let me say this. Hashizm bil kushum zunum. From my heart, I thank you for warning me. I thank you and I trust you. So pray, let me pose the question. What do you advise we should do? Der Elf will lediglich euer Amulett als Beweis für euren Tod. Warum gebt ihr mir es nicht einfach? Das könnten wir machen, oder wir könnten ihn einsperren. Wir versuchen erstmal Möglichkeit 1. My amulet? But it is Haxmaji, a sacred token that houses the presence of my ancestors. No, I cannot part with my talisman, the keepsake of my soul. Das ist ein Stück ganz
Erinnerungsstück, ganz gleich, wie wertvoll es ist euer Leben wert. Wieso stehen da hinten jetzt so Zahlen? War das vorher auch schon so? Habe ich noch nicht bemerkt. Weil dann würde ich ja 3 nehmen, weil da steht eine 1.0. Ist euer Erinnerungsstück... Nee, ist ein Erinnerungsstück ganz gleich, wie wertvoll es ist euer Leben wert? Was logischerweise... Ne? Da haben wir gut angefangen. Scheiße. Wieso nimmt ich nochmal Papier? Stein. Papier. Ja, die nimmt immer alles zweimal. Ich habe gewonnen. Put it like that, I guess. I cannot say that it is. I do this very reluctantly, but fine. Have my talisman. May it fool the elf that would see me dead. Okay. Tag 3, 8:22 Uhr. Wir überredeten Victoria, uns ihr Amulett zu geben, damit wir Eglander glauben machen können, wir hätten sie getötet. Ja, das war eigentlich auch meine Idee. Und die können wir jetzt umsetzen. Das ist doch gut. So muss das. Somit müssen wir sie nicht umbringen. Und wir können ihnen zeigen, dass wir es geschafft haben. Ich hoffe mal, das funktioniert auch. Kann ja aber noch sein, dass es irgendwie nach hinten losgeht. Aber ich denke nicht. Nein! Oh, gut. So. Here I wait for thee in the dark. But the stab shall bring the light. Minister to death. That is what I want of thee. Was die Unterstützung anbelangt, um die ihr mich gebeten habt. Yes. Yes. Have you made the orc feel the black and biting cold center toward the gangling grip of the greedy grey? Hier bitte sehr, Victorias Amulett. Yes. So it is. So it is. By Angus the Impaler's favourite steak, you've done well by me. Oh, Ravager of Gazaldagar, the last of their line is dead. The house of Gandalf has been avenged. Sweet flowing blood. The quest of decay is at an end. My wealth is yours. My life is death's. By the hollow sockets of the Voidwood Eye-Gouger, I bid thee thanks and fond farewell. Ja, schönen Erfahrungspunkt bekommen. Wir haben den Typen verarscht. Nice. Tag 3, 8:32 Uhr. Eglander dankt uns und gab uns eine Belohnung. Dann verließ er SOZIALE. Sein Lebenszweck war erfüllt. Gut, dass das SOZIALE verlässt und nicht nochmal nachguckt. So, die Truhe dürfen wir jetzt einziges öffnen. Das ist unsere. Schauen wir mal rein. Ja gut, brauchen wir nicht. Das heißt, die nehme ich schon mal. Die nehme ich auch. Erfordert Stärke 7. Er hat sie auch nicht.
Aber er ist halt ein Feuer... er ist halt ein Magier, oder so. Naja, zumindest ist er... aber wie wäre es denn mit ihm hier? Hat er auch nicht. Ja gut. Vielleicht kannst du ja trotzdem anziehen. Stärke nicht genug. Es ist eine Feuerresistenzrüstung. Wieso hast du nicht genug... Ich muss zwingend aus Stärke skillen, damit ich diese Rüstung anziehen kann. Och nö. Wobei ich ja sagen muss, dass er ja auch durchaus Nahkampfangriffe macht. Also mein Heini hier. Das heißt, der könnte durchaus ein bisschen Stärke auch gebrauchen. Ja, also wir haben es geschafft und jetzt würde ich mal gucken. Wir haben das fertig und können jetzt... Kann ich eigentlich auf der Map sehen, wie die jeweiligen Wegpunkte heißen? Na, hier sowieso nicht. Ich muss nochmal raus. Verlassene Höfe. So, wir wollen jetzt ein bisschen hier noch erkunden. Nämlich hier oben so ein bisschen. Die Höhle wollen wir noch nicht. Aber trotzdem können wir schon mal ein bisschen hier oben lang laufen. Aufdeckmechanik. So. Und dann haben wir hier... Ja, wir haben hier ein Gebäude. Was that? Must be one of those skeletons. Must keep still. Und hier vergiftet. Da ist der Brunnen, wo wir auch rausgekommen sind. They must know I'm missing. Where is the Legion? Mercy me. It walks, but it's not dead. I wasn't entirely certain I'd ever meet anyone any more fitting that description. The name's Wolfram, and it's a delight to make your acquaintance. Good to see, by the by, you don't belong to the Legion. 10 of their number accompanied me on a fact-finding mission to an ancient burial mound. But, as it turns out, they stood a snowflake's chance in hell against the undead. Aha, eine Mission zum alten Grabhügel. Not that I reckon my chance is any higher, though, especially with that vicious undead mutt prowling the grounds around this here ruin. I'd go so far as to say I'm in dire need of an armed escort back to the city, as a matter of fact. Erzählt mir mehr von euch. I'm an archaeologist and connoisseur of the undead. Because of my expertise, Lieutenant Selenia, a commander of the Legion in Sicile, wanted me to investigate the ancient burial mound just outside of town, hoping to uncover the source of the zombie plague. No such luck, though. Ihr wisst also eine Menge über die Untoten. Quite so. I live for the dead, so to speak. The combination of archaeology and a case of incidental necromantic magic is what sparked my interest in the field. Of course, I'll be glad to share what knowledge I have obtained over the years. Können wir mehr über Zombies erzählen? Zombies are the results of vile necromancy in action. Among the resurrected dead, there are those who used to be wizards, and they can cast spells still.
They slay their prey and bring them back as deathless thralls that fester with the diseases of decay. Should you encounter these menaces, always try to pick them off from afar. Don't let them get close, or they'll riddle you with the poisons and the blight that afflict them. Ja, das habe ich mir schon gedacht, weil wenn man die ja anschießt, dann werden die ja auch so vergiftet. Und was wisst ihr über Skelette? These ones in particular, the ones around SOZIALE, are the resurrected soldiers of Brachus, the last and most infamous in the line of sorcerer kings. He himself is supposed to be buried somewhere around here, but no one knows where the actual grave is. Long have I searched and deep have I dug, but so far I haven't found anything more spectacular than rusted weaponry and shards of pottery. Wo sein Grab ist, glaube ich schon zu wissen. Aber ich bin auch am Überlegen, ob der nicht auch irgendwie, der müsste da eigentlich auch einen Sternstein haben. Deswegen wollte ich da auch mal hin. Aber wie gesagt, das Level reicht noch nicht aus, denn der ist nämlich bei diesem von SOZIALE aus gelegen das rechte Tor. Da ist irgendwo sein Grab. Be that as it may, Brachus' soldiers stalk these lands anew, and they still fight like veterans. I told those fools of legionnaires to bring maces instead of swords. You know, weapons that crush these skeleton bones, not blades that may ricochet right off. Hell, even a sturdy branch would do the job better. But they didn't listen, and now they're dead. Oh, and don't be surprised if the dead use an unusual amount of magic against you. These soldiers were loyal to a sorcerer king after all. Dark magic all around. Was diese bewaffnete Eskorte angeht. I'll never make it back to SOZIALE alone. But you've gotten this far. You can bring me back, can't you? Ob wir das können, hauen wir ab. We certainly can. Let's be off. So ist es, keine Sorge. Bei uns seid ihr sicher. Indeed. Don't you worry. We'll keep you safe. Marvelous. Mighty fine of you. Lead the way, I say. Rennt er jetzt los? Ja. Ich muss ihn hinterher gehen. Rennt er auch weiter oder... Ja, er rennt einfach automatisch weiter, glaube ich. Genau, es passiert nämlich, dass er in einen Kampf verwickelt wird und dann müssen wir ihm da raushelfen. Aber das ist nur einer. Der ist auch schon ein bisschen angefressen, ne? Das reicht leider nicht aus. Aber wir müssen trotzdem... Bam. Geh mit ihm ein bisschen weiter nach vorne. Jetzt habe ich... Das war doof. Das war doof, weil ich hasse das, wenn man dann sagt so, ja, da ist noch ein Punkt frei und deswegen springt das Spiel jetzt nicht zur Runde automatisch. Mach ich das nämlich selber und dann überspringe ich gleich die nächste Runde mit. Das ist ein bisschen kacke, finde ich. Aber es reicht ja aus, wenn die jetzt trifft. Der rennt doch nicht weiter. Doch, er rennt weiter. Er rennt weiter. Und das habe ich in der klassischen Edition verkackt, weil ich dann nämlich nicht weitergerannt bin, sondern erstmal die Texte vorgelesen habe. Und das ist natürlich dann Fail, wenn er dann stirbt, weil die Erfahrung können wir gebrauchen. Vor allen Dingen, weil wir ja auch hier schön noch Kämpfe haben. Die macht Schaden, das ist gut. Das gefällt mir. Er wollte eigentlich mal einen Stab, ne?
Ich habe gar nicht geguckt, ob der oben noch gedroppt hat, aber... Ne, ist eh erstmal egal.